Wie geht eigentlich dauerhafte Haarentfernung zu Hause? Und da rede ich nicht von Rasieren oder Epilieren, denn das ist immer nur zeitlich begrenzt, sondern wirklich dauerhaft. Und dafür gibt es IPL-Geräte mittlerweile, die für zu Hause entwickelt sind. Ich möchte dir eins davon vorstellen, das ich gerne benutze. Ich gehe auf die Vorteile ein, die du hast, wenn du das zu Hause durchführst. Ich zeige dir die Anwendung und ein Tutorial von dem Gerät und erzähle dir noch was darüber, wie oft du das anwenden sollst und welche Reinigungshinweise es gibt. Viel Spaß bei dem Video. Hallo, ich bin die Sophie, willkommen bei Sohalt. Hier gibt es Videos zum Thema Beauty und Kosmetik, auch Lifestyle. In diesem Video ganz speziell zeige ich dir das YouLike IPL-Gerät. Ihr wisst ja, dass ich schon mal dauerhafte Haarentfernung bei Skinflow gemacht habe, also im Studio, und mehrere Videos dazu gedreht habe über meine Erfahrungen. Und Vorher-Nachher-Vergleich, die verlinke ich dir da oben nochmal, da kannst du es dir nochmal anschauen, falls es dich interessiert. Aber es gibt ein paar Punkte, die mich dabei gestört haben. Erstmal, es ist natürlich so, dass man mehrere Behandlungen braucht. Bei mir waren es im Studio 8 Behandlungen, die haben noch nicht ausgereicht, aber ich habe dann aufgehört. Denn es ist immer mit einem großen zeitlichen Aufwand verknüpft. Man muss einen Termin ausmachen, man muss dahin fahren. Also man hat eine Anfahrt von einer halben Stunde oder Stunde, je nachdem, wo man halt wohnt. Und dann dauert das Ganze auch wieder 1 Stunde bis 1,5, bis die Körperbereiche behandelt sind. Also es ist ein großer zeitlicher Aufwand, den man dann alle 6 Wochen machen musste. Das hat man bei dem Gerät zu Hause definitiv nicht, denn dann kann ich das anwenden, wann ich gerade Lust und Zeit dazu habe. Und es ist ruckzuck hergerichtet. Und ich kann ja dann auch die Behandlung so schnell oder langsam durchführen, wie das Gerät es hergibt. Dazu komme ich gleich später noch, was das hier kann. Außerdem gar keine Frage, die Behandlung zu Hause ist natürlich viel günstiger, um Welten günstiger, denn das ganze Gerät kostet so viel, wie teilweise eine einzige Behandlung kostet. Und das kann man sich jetzt mal durchrechnen, je Körperbereich, auf wie viel Geld man dann kommt. Ich möchte hier nur keine Preise nennen, keine exakten Preise, so kannst du es dir ja schon mal grob vorstellen, aber das variiert natürlich von Studio zu Studio oder wo du in Deutschland wohnst und was es dann bei dir kostet. Das Gerät, das ich dir hier vorstelle, hat ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was man dann auch bekommt. Das Gerät, das ich hier habe, ist das YouLike Air Plus. Das ist das ganz neue Modell. Das Spezielle an YouLike ist, dass es eine Kühlungsfunktion hat, eine Ice-Cooling-Funktion, dass man gar nichts spürt und keinerlei Schmerzen haben wird und dass die Haut auch sofort wieder runtergekühlt wird. Also es wird nicht zu Erhitzungen an irgendeiner Körperstelle kommen, wie es bei anderen Geräten der Fall sein kann. Und das finde ich sehr angenehm. Der Lieferumfang ist großartig und es kommt in einer ganz schönen Lederbox. Also ich feiere diese Verpackung, es sieht so edel aus. Innen drin ist die Box mit Samt überzogen, mit Grauem, sehr, sehr edel. Auch die Sonnenbrille, die UV-Schutzbrille, die man braucht für die Anwendung, die ist auch dabei. Ebenso ein kleiner Rasierer und alles so verpackt, dass man es so direkt mitnehmen kann. Wer viel unterwegs ist, der muss das natürlich auch mal unterwegs anwenden oder der will das auch unterwegs machen. Dann ist es so total schön verstaut. Aber auch für zu Hause finde ich es toll. Man kann diese 3 Boxen aufeinander stapeln und hat das alles schön aufgeräumt. Durch die Ice-Cooling-Funktion ist das Gerät auch für empfindliche Haut gut geeignet. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Und es hat 5 Intensitätsstufen, was ich auch sehr toll finde. Denn nicht jede Haut reagiert gleich und die Haarfarben, auf die kommt es an, die sind ja sehr unterschiedlich. Und in der Anleitung steht ganz genau, welche Intensitätsstufe du für welche Haarfarbe benutzen solltest. Bei welcher Haarfarbe es nicht funktioniert, ist zum Beispiel weiß oder rot. Denn diese Haare enthalten einfach zu wenig Melanin. Das ist der Farbstoff und durch den Farbstoff wird dieser ganze IPL-Puls, also dieser Energieimpuls, wird dann an die Haarwurzel übertragen. Das passiert durch den Lichtblitz, den man dann auch sieht, gelangt zur Haarwurzel und tötet sie so ab. Jetzt könnte man ja dann meinen, dann ist nach einer Anwendung sind alle Haarwurzeln tot. So einfach ist es leider nicht. Ich habe ja gerade schon erwähnt, man braucht mehrere Anwendungen und hier, da haben sie glaube ich geschrieben, 10 bis 20 Anwendungen. Also es dauert seine Zeit, denn die Haare wachsen in verschiedenen Zyklen. Die Haarwurzeln sind nicht alle gleichzeitig aktiv und um alle Haarwurzeln eines Zyklus zu erwischen, muss man das eben regelmäßig und öfters anwenden. Das ist leider der Lebenszyklus unserer Haare. Dieses Gerät ist für alle Körperbereiche geeignet. Natürlich sollte man die Sicherheitshinweise beachten, die da in der Anleitung auch mit drinnen stehen. Nicht auf den Augäpfeln, nicht auf dem Kehlkopf und so weiter. Das kannst du alles nachlesen. Aber definitiv für Beine, Arme, Achseln, Bikinizone
Oberlippe und wenn man hier Haare hat, an den Fingern oder Zehen. Also egal, wo du deine Haare entfernen willst, das wird funktionieren. Dann komme ich zur Anwendung, zum Tutorial, das ich dir jetzt Schritt für Schritt zeige. Zuerst ist es super wichtig, dass die Haut gereinigt ist. Also vorher am besten duschen und rasiert ist. Das machst du unter der Dusche, rasierst dich, kannst den kleinen mobilen Rasierer benutzen, der hier dabei ist, oder eben deinen eigenen. Und danach trocknest du die Haut gut ab. Nicht eincremen, es darf nichts auf der Haut sein, also sie soll trocken sein und komplett sauber. Dann natürlich immer kontrollieren, dass der You Like auch sauber ist, vorne in der kleinen Öffnung, dass da kein Staub drin ist von der letzten Behandlung oder von deiner Aufbewahrung oder so. Dann unbedingt die Brille aufsetzen. Das ist eine Schutzbrille, die vor dieser hochenergetischen Strahlung schützt. Sie ist nicht die schönste, aber sie ist so konzipiert, dass sie oben und unten gut abschließt. Und dich braucht ja dabei keiner beobachten, wenn du das machst. Aber es ist super wichtig, dass du die anziehst, denn sonst könnten deine Augen, wenn du da reinschaust in den Lichtblitz, auch einen Schaden nehmen. Das Pulsgerät legst du dann mit seiner Glasöffnung vertikal und fest an deine Haut an. Also es soll schon ein leichter Druck da sein, dass es komplett der ganze Bereich abgeschlossen ist und das Licht nicht seitlich irgendwie entweichen kann, sondern direkt auf die Haut auftrifft. Dann erscheint ein weißes Licht und das bestätigt dir, dass du richtig angelegt hast. Nur dann wird auch das Gerät funktionieren können. Dann gibt es zwei Arten, wie du das Ganze anwenden kannst. Auf großen Flächen, die Beine zum Beispiel oder die Oberschenkel, da legst du es eben so, wie ich es gerade gesagt habe, vertikal an, hältst den Pulsknopf gedrückt und dann, wenn du gedrückt hältst, macht das Gerät automatisch seine Lichtimpulse in einem gewissen Abstand. Auf Stufe 1 kommen die Lichtblitze am schnellsten und in diesem Tempo fährst du dann langsam dein Bein hoch, dass du jede Stelle erwischt. Also, dass da keine Lücken sind, die du irgendwie mit dem Licht nicht erwischt hast, sondern immer mit dem Lichtpuls dann weiterrutschen. Also ich rate dir, es steht auch in der Anleitung drin von You Like, immer mit Stufe 1 zu beginnen, weil du weißt vielleicht nicht, wie deine Haut reagiert. Und vor allen Dingen mach einen Hauttest am besten am Tag vorher. An einer Stelle einfach einmal einen Lichtblitz senden und dass du weißt, okay, du kannst es vertragen. Und wenn du die Intensität dann erhöhst, das kannst du dann von Anwendung zu Anwendung erhöhen, bis du die Intensität erreicht hast, die für deine Haarfarbe vorgegeben ist. Bei mir ist es Stufe 4 oder 5, weil ich so helle Haare habe. Wenn du dunklere Haare hast, dann könnte sogar schon 2 die maximale Stufe sein, die du haben darfst. Denn je dunkler, desto mehr Melanin und desto besser wird das Licht an die Haarwurzel geleitet und je heller, desto schlechter wird es geleitet und du brauchst mehr Intensität. Und wenn du die Intensität hochstellst, dann kommen die Lichtpulse langsamer, weil das Gerät eben eine Zeit braucht, sich da mehr aufzuladen und dann fährst du langsamer entlang, dass du keine Lücken erhältst. Wenn du jetzt an kleinen Stellen arbeitest, wie zum Beispiel an den Fingern oder an der Oberlippe, dann kannst du auch nur einmal den Pulsknopf drücken und dann kommt ein einzelner Lichtblitz. Das ist für solche Bereiche besser geeignet. Dann wechselst du die Position, also zum Beispiel von hier nach hier und sendest hier nochmal einen Lichtblitz. Das Gerät erwärmt sich auch und du sollst es maximal 1 Stunde am Stück verwenden. Ich denke auch nicht, dass eine Beinanwendung jetzt so lange dauert, aber wenn du jetzt vorhast, deinen ganzen Körper einmal anzuwenden, dann könnte es schon sein, also nach 1 Stunde muss das Gerät 10 Minuten Pause machen, dass es einfach wieder runterkühlen kann. Und achte auch darauf, dass du 24 Stunden nach der Anwendung nicht ins Solarium oder in die Sonne gehst, denn die UV-Strahlung kann dann Hautschäden hervorrufen, weil ja sehr hohe Lichtintensität auf deine Haut gekommen ist. Also das solltest du unbedingt vermeiden. Ja, wie häufig solltest du das denn jetzt anwenden für den besten Erfolg? Und da gibt You Like auch ganz klare Vorschriften. Die ersten 2 Wochen sollst du es 3-mal pro Woche verwenden. Danach von Woche 3 bis 5 sollst du es 2-mal pro Woche verwenden und ab Woche 5 1-mal pro Woche und bis dann nur noch 1-mal pro Monat. Also so reduzierst du die Häufigkeit von deiner Anwendung und wirst dann irgendwann komplett haarfrei sein. Wann das genau der Fall sein wird bei dir, das kann ich nicht sagen, denn das kommt eben auf die Haarfarbe drauf an, das kommt darauf an, wie gut das bei dir anschlägt und natürlich, wie regelmäßig du deine Anwendung hier machst und ob du mal schluderst oder auslässt. Also du musst das regelmäßig machen, damit du eben alle Haarwurzeln erwischen kannst. Und nach der Anwendung ist es
unbedingt wichtig, das Gerät zu reinigen und dafür einfach vom Strom abstecken und mit einem feuchten, ganz leicht feuchten und weichen Tuch vorne auswischen, dass kein Staub oder Haarreste oder Hautreste oder sonst was in diesem Gerät drinnen bleiben. Und so einfach ist die IPL-Anwendung für zu Hause und ich werde euch gerne in ein paar Monaten nochmal darüber berichten, wie erfolgreich das bei mir ist. Aber natürlich freue ich mich auch über eure Kommentare, wenn ihr das ausprobiert und langfristig anwendet, welchen Erfolg ihr damit erzielt. Ich verlinke dir das Gerät und alle Informationen unten in der Infobox, falls du nachschauen willst. Und ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben, über ein Abo, damit du kein neues Beauty, Kosmetik und Lifestyle-Video verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!